Ja, moin moin aus dem Wunderland. Wir haben heute 3 spannende Themen für euch. Zum einen das Thema Außenspiegel unserer 300 selbstfahrenden Autos. Dazu erzähle ich euch gleich etwas. Dann haben wir das Thema Cybertruck von Tesla noch offen aus der letzten Folge. Der fährt ja mittlerweile bei uns auf der Anlage und da gab es dann ganz viele Fragen und Kommentare von euch, wofür wir uns einmal bedanken wollten. Und auf diese Fragen wird Axel gleich noch eingehen. Ja, und als letztes Thema haben wir noch eine Minibahn in der Gestalt von Fuchur aus der unendlichen Geschichte, die im Abschnitt Italien im Freizeitpark fährt. Und die wollen wir technisch verbessern und das zeigt euch am Ende der Folge Thomas. Ja, uns ist aufgefallen, dass einige Autos relativ schlechte Ladewerte haben. Das heißt, die fahren nach 100 Meter, teilweise sogar weniger, schon wieder in die Ladestation, wodurch die es ja nicht mal schaffen, einmal komplett über die Anlage zu fahren. Ja, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir überlegt, woran das liegt. Kann natürlich an einem schlechten Akku liegen oder an einem zu alten Akku, aber teilweise stimmen da die Informationen auch nicht überein, also mit der Realität. Ja, dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass die Ladestationen den Strom nicht richtig ins Auto kriegen. Und wie wir ja schon gesehen haben, haben unsere Autos Außenspiegel, das sind die Plus- und Minuskontakte, womit die geladen werden an den Ladestationen. Da fahren so Backen zusammen und dann werden die geladen. Und da kann es natürlich sein, dass nur ein schlechter Kontakt. Wir haben bei unseren Autos 2 verschiedene Akkutypen verbaut. Einmal Lithium-Ionen-Akkus und Nickel-Metallhydrid-Akkus. Bei den Nickel-Metallhydrid-Akkus kann man auch den Innenwiderstand in den Akkus messen. Zusätzlich gibt es natürlich noch andere Bauteile im Auto, die eine Art Widerstand erzeugen können. Und am wahrscheinlichsten ist es halt, dass das diese Außenspiegel sind, beziehungsweise der Kontakt zwischen den Ladebacken und den Außenspiegeln. Und ja, um da so ein bisschen Abhilfe zu schaffen, hatte ich überlegt, die einfach mal so ein bisschen abzuschleifen, weil da mit der Zeit wie so eine Art Patina gebildet wird, was dazu führt, dass da ein schlechter Kontakt besteht. Und genau, nachdem wir das gemacht hatten, hatten wir wesentlich bessere Ladewerte und dementsprechend auch ein schöneres Verhalten der Autos auf der Anlage. Ja, wir haben hier den Alfred Talke, das ist ein recht altes Auto. In unserer Datenbank ist das Auto Nummer 20. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass er halt nach teilweise 50 Metern schon wieder in die Ladestation fährt. Das heißt, das war das erste Auto, an dem ich ausprobiert habe, wie er sich verhält, wenn ich die Außenspiegel einmal abschleife. Und der ist tatsächlich ohne einen Akkuwechsel danach wieder fast 1000 Meter gefahren. Hier sieht man, dass er nur noch ein paar Meter fährt, 40, 50 Meter. Ab dem Tag, wo ich die Spiegel abgeschliffen habe, sieht man, dass diese Strecke, die er zurücklegen kann, enorm nach oben geht. Also hier hat er schon wieder Tausende von Metern ohne einen Akkuwechsel. Anlässlich dieses Erfolgs haben wir dann beschlossen, alle Autos einmal durchzupolieren, sodass auch bei anderen Autos so gesehen die Werte besser werden, wir auch weniger Probleme oben bei der Ladestation bekommen. Ja, oben in der Steuerungssoftware, da kommen manchmal Fehler, die zeigen, dass kein Kontakt hergestellt werden kann oder dass die Backen nicht richtig geschlossen sind. Und da kann man dann natürlich hingehen und das Auto so ein bisschen festhalten, die Ladestation um das Auto herum so ein bisschen bewegen, um so gesehen einen Kontakt zwischen diesen Ladebacken und den Außenspiegeln herzustellen. Aber das ist natürlich nur so eine Art Symptombekämpfung. Die Tatsache, dass da der Kontakt nicht hergestellt wird, der sitzt ja irgendwie so ein bisschen tiefer. Und da haben wir gesagt, dass wir mit dieser Lösung so ein bisschen an die Ursache rangehen. Vergangene Woche haben wir euch unseren Tesla Cybertruck vorgestellt, wie wir den gebaut haben. Das Besondere an diesem Modell ist ja, dass wir das Fahrzeug nicht über die Außenspiegel laden, sondern über den Akku, der sich im Anhänger befindet. Und daraufhin habt ihr sehr viele Kommentare und Anregungen geschrieben und 3 dieser Anregungen wollen wir jetzt mal thematisieren. Ja, ein Thema, welches ihr angesprochen habt, war Induktion, also dass wir die Fahrzeuge über Induktion aufladen und das ist momentan bei uns noch kein Thema. Unsere Fahrzeuge werden ja über die Außenspiegel aufgeladen und wir müssen für eine induktive Ladung das komplette System neu erfinden oder überarbeiten und der Aufwand wäre sehr groß.
Allerdings ist es so, dass wir für die Zukunft natürlich sowas auch immer im Hinterkopf haben und es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren, wenn wir unser System nochmal überarbeiten, was wir auf jeden Fall vorhaben, dann auch mit induktiver Ladung arbeiten werden. Auf unserer Anlage haben wir nicht nur den Cybertruck, den wir über Krokodilklemmen aufladen, sondern verschiedenste Fahrzeuge, beispielsweise auch den Alligator, der durch Amerika fährt und dort die Straßen absaugt. Insofern mussten wir dafür nichts neu bauen, konnten einfach das bestehende System verwenden. Einige von euch haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass der neueste Prototyp von Tesla Außenspiegel eingebaut hat. Da habe ich jetzt nichts finden können und uns würde natürlich interessieren, gibt es da vielleicht Bildmaterial dazu? Postet das gerne, das würde uns wahnsinnig interessieren. Sollte natürlich auch was Offizielles sein von Tesla, dass man das dann wirklich auch abnehmen kann. Wir haben natürlich auch selber geforscht und haben bisher nicht wirklich was gefunden von offizieller Seite. Und deswegen haben wir auch schon mal ein bisschen Anregungen gesammelt. Da gibt es auch beispielsweise von Hyundai eine schöne Lösung über diese Außenspiegel. Sieht auch ganz schick aus und darüber wird eben auch der tote Winkel abgebildet. Wäre ja vielleicht auch was für dich, Elin. So, als letztes haben wir noch mal den Fuchur. Den haben wir in den Abschnitt Italien. Der Fuchur ist aus der unendlichen Geschichte und das ist ein Hund, der fliegen konnte. Den haben wir in Italien. Das ist eine einschienige Bahn, die in den Freizeitpark in Italien läuft. Den haben wir natürlich schon, aber den wollen wir jetzt noch mal schöner machen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir haben jetzt diese 3D-Drucker, wir können 3D zeichnen, wir können 3D modellieren und das machen wir jetzt. Ich habe mit einem 3D-Drucker mir die Mechanik, also ich habe die Mechanik in Rhino gezeichnet. Das ist das Programm, mit dem ich Mechaniken zeichne. Der Motor, der ist jetzt individuell einstellbar. Das war bei den Fuchur, bei dem Vorgänger nicht. Da war einfach nur extrem viel Gewicht drauf und dann ist das Rad auf diese Schiene gepresst worden. Das mache ich jetzt mit einer Einstellung. Also ich brauche nur 2 Schrauben, die stelle ich ein. Hier ist eine Feder drin. Kann ich euch gleich alles im Programm zeigen, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich den Fuchur selber, den musste ich ein bisschen größer machen, weil meine Mechanik einfach ein bisschen größer geworden ist, habe ich nochmal selber in Blender gezeichnet. Blender ist das Programm, wo wir Sachen modellieren. Das nächste Programm heißt Cheetobox. Damit slicen wir die 3D gezeichneten Sachen und stützen sie und damit kann ich dann zu jedem Harzdrucker gehen und die Datei reinladen und dann funktioniert das und dann druckt er das. Und den Druck gucken wir uns nachher auch nochmal an. Ich habe nämlich gerade was am Druck. So, und jetzt will ich einfach euch mal zeigen, was ich mir gedacht habe, was ich für eine Mechanik mir ausgedacht hat. Und dann könnt ihr einmal mir über die Schulter gucken. Genau, hier zeige ich euch einmal den Fuchur, wie ich mir den schon modelliert habe. Dafür habe ich ein Zeichenpad. Damit kann ich hier den Fuchur bewegen und die Struktur selber ranzeichnen. In Sculptor-Mode zum Beispiel, dann würde ich mir den hier nehmen. Kann hier auf Skulpturen gehen und hier könnte ich jetzt den bearbeiten. Das habe ich schon mal gemacht. Jetzt zeige ich euch nochmal die Mechanik. Das habe ich natürlich in den anderen Programmen. Rhino 7, das ist meine Mechanik. Das ist hier der Motor, das sind die Räder und hier drin, das kann ich einmal einstellen, halb transparent, ist hier eine Feder drin. Und dieses Teil und diese 2 Schrauben halten den Motor. Das heißt, ich kann den Motor hoch und runter einstellen. Und hier unten ist ein Gewinde. Das Teil kann ich komplett auseinanderbauen. Dann haben wir hier unten ganz kleine Lager, die sich an der Schiene hier festhalten, so dass ich den Motor richtig reinpressen kann. Das ist die Schiene, hier laufen die Räder drauf, die beiden. Und hier unten sind nochmal Lager. Und das sind die Kupplungen, die ich designt habe. Gerendert, so. So sieht das dann aus. Das kann ich dann zusammenschrauben. Und dann rendere ich noch mal kurz den Kopf rüber und dann sieht der Fuchur nachher so aus. So, jetzt muss ich natürlich noch die Strecke zusammenbauen und das seht ihr gleich.
So, die Einspeisung habe ich alle zusammengelötet. Überall ist Plus und Minus vorhanden. Jetzt schiebe ich hier noch den letzten Wagen hier rauf, schraube das einmal mit einer Schraube noch zusammen und dann setze ich mal Strom drauf. Mal gucken, was passiert. Und es läuft. Nachher wird er ja so anders laufen. Das heißt, der hier kommt daran und der hier kommt daran und dann wird er zu zweit. Dann kommt der Kopf hier noch rauf. So wie ihr seht, das läuft mit dem Kopf. Nachher kommen nochmal die anderen Körperteile rauf. Die sind leider hier zu schwer geworden. Die habe ich jetzt nochmal aus dem Drucker. Die hole ich jetzt erstmal gleich aus dem Drucker und das sehen wir jetzt. Also, wer jetzt nicht weiß, was ein 3D-Drucker ist oder ein DLP-Drucker, ein Harzdrucker, das funktioniert so. Hier unten ist ein Beamer und hier ist ein Trichter. Hier ist ein Glas und der Stempel geht nach unten. Das ist hier natürlich mit Harz gefüllt. Der Harz, wenn der mit UV belichtet wird, wird er hart. Das heißt, der Stempel geht 0,05 mm zum Beispiel runter. Es wird belichtet. Dann geht der Stempel wieder hoch. Das, was belichtet worden ist, bleibt am Stempel. Das zeige ich euch gleich. Dann geht er wieder runter, lässt wieder eine kleine Lücke, wird wieder belichtet und so immer weiter, bis wir unser 3D-Modell nachher rausnehmen, was nachher so aussieht. Ich nehme es einfach mal raus. Normalerweise benutze ich Handschuhe. Das wurde jetzt Schicht für Schicht, das waren glaube ich 400 oder 600 Schichten belichtet und dann entsteht so ein Produkt. So, hier haben wir einen HD-Drucker und unser neuer Drucker ist ein 8K-Drucker von Frozen und 8K heißt, die Beamer-Qualität ist natürlich noch schärfer als die bei den HD-Drucker und ist aber auch ein DLP-Drucker. Hier haben wir eine größere Druckauflage, also eine Druckfläche. Hier haben wir eine kleine und hier ist die doppelt so groß. Also wir können auch große Teile nicht in Stücke, sondern komplett drucken. Damit man das noch ein bisschen mehr versteht, erkläre ich natürlich, was Slicen bedeutet. Aber dafür muss ich noch mal an meinen Arbeitsplatz und das zeige ich euch gleich. So, einige stellen sich eventuell die Frage, was heißt überhaupt Slicen? Slicen ist einfach ein Programm, was das 3D-Modell in verschiedenen Schichten aufbaut. Das heißt, diese Schichten werden fotografiert. Also das sind verschiedene Fotos. Hier habe ich mal was aufgestellt. Zum Beispiel hier ist die erste Schicht. Alles, was weiß ist, wird von dem Beamer, der unter dem Drucker ist, per UV beleuchtet. Das Harz, was in den UV-Kanister drin ist oder in dem Behältnis, wird hart. Dann geht der Stempel wieder nach oben, geht wieder einen kleinen Tick nach unten, aber nicht ganz runter wie in der ersten Schicht und macht dann das nächste Foto sozusagen. Und so wird jede Schicht einzeln beleuchtet. Da gibt es ganz viele Videos bei YouTube zu sehen. Wer da mal sich ein bisschen schlau machen will, da gerne einmal reingucken. Die Sachen sind aus dem Drucker. Ich habe die Sachen schon mal zusammengebaut. Jetzt nochmal zum Verständnis. Das war der Fuchur, den wir vorher hatten. Der war händisch modelliert. Funktionierte ganz gut, aber der Chassis war nicht so gut. Dann habe ich einen zweiten Druck gemacht, den selber modelliert mit einem Programm. Leider zu schwer geworden und zu groß. Dann habe ich einen dritten Druck gemacht, das wäre der hier. Schon viel besser, den habe ich in Hohl gedruckt, war auch leicht. Aber der Kopf war zu groß und die Struktur vom letzten Körper habe ich ein bisschen geändert und den Schwanz hatte ich noch nicht. Und hier den dritten zeige ich euch mal ganz kurz. Ich muss den hier mal kurz stoppen. Den dritten habe ich natürlich den Kopf verkleinert, die Struktur von den Körpern, wo die Beine mit dran sind, habe ich geändert und einen Schwanz hinten eingebaut. Und jetzt läuft er bis jetzt sehr zuverlässig. Und ich lasse ihn gerade auf der Teststrecke mehrmals laufen, sodass er eigentlich seine Stoppstelle hat, einmal ein bisschen wartet und wieder läuft. Und das werde ich jetzt erstmal einen kompletten Tag durchführen. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Ja, und dann werde ich euch weiter berichten. Mal gucken, ob wir den jetzt auch gleich einbauen können. Modellbaumäßig muss der dann noch verschönert werden, das heißt, der wird lackiert.
Das könnte ich auch machen, aber da sind andere Kollegen, die richtig scharf darauf sind, sich das Projekt anzunehmen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne noch ein paar Kommentare da. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge.